Learn German Games. Bist du ein Roboter? Du musst dich beruhigen, Sohn. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch im... Meine Mutter? Aber du bist nicht... Sie ist wirklich... Mein Sohn, alles in Ordnung? Son or my son, are you alright? Everything is in order. Die Ordnung is feminine because it ends with ung. Die Ordnung? The ordering, correct. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German with games live. So if you're not watching this live, make sure to subscribe and click that bell button to get notified the next time we go live. This way you'll be able to chat with us, react to the crazy game we're playing, and ask your questions. Now, to help you follow along in the game, we do have subtitles both in German and English. So there's always something for you to learn regardless of your level. Knowing that, let's start. So last time we went back to playing with the boy here, Shay, but now we have switched places. So let's try to explore everything, see what he has to say about things. Igitt, was ist das für ein Geruch? Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Ich liebe es. Ja. Let's talk to this lady here. Hallo, ich heiße Shay. Ich bin Carl. Nein, warte. Weißt du was? Carol. Ich heiße Carol. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. Igitt, was ist das für ein Geruch? Yuck, what is that smell? Or what kind of smell is that? Notice this construction here in German. Das für ein, yeah, it's a way to ask what kind of something. Was ist das für ein? And then you insert some word here. Der Geruch is a smell. In this case, the CH is pronounced with a ch sound, with a vibration in the back of your throat, because it comes after a U, like Buch, Geruch. Ja. Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Man, that stinking, disgusting something would never gain entry to Bassi Nostra. Bassi Nostra is the name of a place from the first part of the game. I forgot which part, it's been such a long time ago. Yeah, widerlich means disgusting. Notice how widerlich doesn't have an E. Yeah, it's W-I-D-E-R. Wider, this does not mean again, it means against. Der Zutritt is entry. Und erhalten is to receive. So this stinking, disgusting something would never entry to Bassi Nostra receive. Ich liebe es. I love it. Hallo, ich heiße Shay. Hello, my name is Shay. And warte. Wait. And the lady says, ich bin Karl. Notice how she removes the A. If you remember from the previous videos, she used to live on the clouds and they used to remove some of the letters from their names because they want to be lighter on the clouds. Nein, warte, weißt du was? No, wait, you know what? Carol, ich heiße Carol. Carol, my name is Carol. So now she's finally able to use her actual name because nobody's making her do stupid things like remove letters from her name. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. It's a pleasure to meet you, Carol. This is a very polite way to tell somebody it's a pleasure to meet you, yeah? Es ist mir dative, so to me it's a pleasure. Eine Freude. Die Freude is a pleasure because it ends with an E, it's feminine. Ja, die Freude. Dich kennenzulernen. Kennenlernen is to get to know. In German, because it is a separable verb, the zu is in the middle of it. Ja, kennenzulernen. Was machst du? What are you doing? We're going to ask her that when we go back.
And this is another question we could ask. Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Did you see that big thing that crashed onto the beach over there? Der Strand is the beach. Und krachen is to crash. It has a crashing sound in the middle of it. Also pronounced like with a vibration because it comes after a. So this is like Nacht or Nach. And now it's your turn to read. Feel free to mute the video now and read with us, or you can just listen to my patrons reading and see the corrections I do to their pronunciations. We're gonna start with Christopher. Bitteschön. Wirkend. Igitt, was ist das für ein Geruch? Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Basi Nostra erhalten. Ich liebe es. Hallo, ich heiße Shea. Ich bin Karl. Karl. Nein, warte, weißt du was? Nein, warte, weißt du das? Carol. Ich heiße Carol. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. Carol is a hard word. Was magst du? Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Ja, sehr gut. Vielen Dank, Christopher. Let's ask her what she's doing first. Was machst du? Gönne mir eine Pause von meiner Familie und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben. Ich versuche zu angeln, aber es läuft nicht so richtig. Was machst du? What are you doing? Da we already did that. Gönne mir eine Pause von meiner Familie und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben. The verb here is gönnen. It means to not begrudge, or basically to treat oneself to something. Yeah, gönnen is to treat oneself to something. So gönne mir, there's a subject here missing. Ich gönne mir. So the better translation would be, I am treating myself to a break. Eine Pause doesn't necessarily literally mean a pause. It means a break most of the time. Von meiner Familie, you can see Familie is feminine because it ends with IE, and a feminine noun would take an ER here and the dative, which is due to fun. Und dieser, and this is also why dieser takes an R, und sort of transfers the dative case from fun to the next word. Ja, meiner Familie und dieser verdammten, this is the adjective, an adjective and the dative takes an N. Wolke, die Wolke Cloud, auf der wir leben, on which we live. So I'm treating myself to a break from my family and this damn cloud we live on. The adjective here is verdammt, damned. That's a very common curse in German. Ich versuche zu angeln, aber es läuft nicht so richtig. I'm trying to fish, but it doesn't really work that well. Ich versuche is to try. And in German there's no continuous. In English here it would make more sense to say I am trying to fish. Yeah, to fish is angeln. Fish, the verb to fish. Yeah, it's not the... let's say to fish, like that, to make it more obvious. But it doesn't really work. Läuft literally means it doesn't run, yeah? So richtig, not so correctly. And now it's your turn to read again. Susan, bitteschön. Was machst du? Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Gönne mir eine Pause von meiner Familie
und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben? Yeah, be careful with the V, it's always pronounced like an F. Verdammten Wolke. And be careful with the G sound, it could easily sound like a K, because können means can. Yeah, gönne is a different word, different verb. So make sure you pronounce the G correctly. Gönne mir. Okay. Ich versuche zu engeln, aber es läuft nicht so richtig. Yeah, be careful with the A sound. Open your mouth wide. It's not an, it's an. Angeln. Angeln. Ja. Vielen Dank, Susan. Alright, let's ask her the second question. You lived on a cloud? Hast du auf einer Wolke gelebt? Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt, ohne je irgendwo hingehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Hast du auf einer Wolke gelebt? Have you been living on a cloud? Auf, whenever there's no motion, takes the dative. This is again why we have an R here, because Wolke is feminine and this is the dative. Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Yes, but it's not as great as it sounds. Sich anhören, as it sounds, sich anhören. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt. Flauschig is one of my favorite words. It means fluffy. I don't know why it feels fluffy to me, the word itself, flauschigen. And again here we have an en because the adjective is in dative. Weichen, also because of the dative. And also we have an er here in the beginning because Welt is feminine. Ohne je irgendwohin gehen oder Handfestes tun zu können. Without ever. Ever is je. Je, ever. Gehen, so to go or to walk. Und etwas Handfestes. Handfest is an adjective, which means robust or sturdy. In this case, from context, she means sturdy as in not fluffy. Yeah. But in this case, this adjective is turned into a noun. This is why you see the H capitalized. So something sturdy, tun zu können. So without being able to do anything tangible. Yeah, in this case, I guess it makes more sense for handfest to mean tangible because she's talking about something to do, tun. Das kann ich nachvollziehen. I can understand that. Nachvollziehen means to understand, but in a deeper meaning. When you say to somebody, das kann ich nachvollziehen, it means I can put myself in your shoes and understand the way you're thinking and this whole situation. Yeah, it's much deeper than just understanding. Beißen die Fische? Do the fish bite? So this is another question we're going to be able to ask her later. And now it's your turn again. You learn a lot more by reading. Yeah, remember to mute the video and read yourself while waiting for David to read. Bitte schön. Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Yeah, remember the S and T, when they come together like that, it becomes a sh. Strand. Sh. Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Yeah, just a small remark here about German commas. Unlike English commas, they do not mean take a breath. Yeah, it's hard to change the habit when you're used to English. That whenever you see a comma in English, you feel like you need to take a breath. If you do that in German, it sounds very unnatural. The German commas have more to do with grammar and cutting things into logical parts than actual breath. So you should read it as, ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört.
Gefangen in einer flaschigen, weichen Welt, ohne je irgendwohin gehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Ja, nachvollziehen. And Das also make sure to open your mouth an die A kann. Das kann ich nachvollziehen. beißen die Fische. Vielen Dank, David. Ja, wir fragen das. Beißen die Fische? Beißen die Fische? Nein. Irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so ganz. Beißen die Fische? Do the fish bite? Beißen is to bite. Nein, irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. No, some idiot stole all the hooks in the city. Der Dummkopf is a fool or idiot. Some blockhead, some nitwit. Und der Haken is a hook, or it could mean a check mark. Klauen is a colloquial way to say to steal. And it's funny because it's the girls that were sacrificing themselves that stole those, if you remember. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so ganz. I tried to make a hook out of this cable, but it doesn't quite work. Also das Kabel, make sure to open your mouth on the A when you say Kabel, and remember that's Nur. Ja. What else do we have? Das klappt nicht so ganz. Klappen means to work out, alright. This is something you can remember as a chunk. Das klappt nicht so ganz. It doesn't quite work. As in not entirely. Hast du ein Kabel? Do you have a cable? Your turn to read, Christopher, and everybody watching as well. Beißen die Fische? Gute Frage. Nein, irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so gut. Hast du ein Kabel? Ja, vielen Dank, Christopher. Just a small clarification here. When he asked if the fish are biting, he doesn't mean if they're biting her. He means if they're biting the fishing rod, the hook, actually. Hast du ein Kabel? Hast du ein Kabel? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Mokchatra? Ja, was für ein Glück. Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Hast du ein Kabel? Do you have a cable? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. I have a lot of cables, but they all go for those damned hooks. Die Menge is a lot, as in a large quantity, a large number. Verflixt is darn. In this case, we have a separable verb, draufgehen. And draufgehen means to fall apart or to fall into bits, to get busted, to get broken. Yeah, so the translation here is a bit wrong. I have a lot of cables, but they all get broken for those darned hooks. Mokchatra? Ja, was für ein Glück. Mokchatra? Ja. What luck.
Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. I guess now we don't have to worry about this thing showing up and eating our girls. Auftauchen is to show up. Und fressen is to eat for animals. Ja, frisst is a conjugation of fressen. Your turn to read, Susan. Hast du ein Kabel? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. Mokchotra? Ja, was für ein Glück. Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Auftaucht. Auftaucht. Taucht. Taucht. Ja, sehr Auftaucht. gut. Auftaucht. Auftaucht. Genau. Vielen Dank, Susan. Hast du gesagt, Mokchotra hat Mädchen gefressen? Did you say Mokchotra ate girls? Because if you notice, if you remember last time, we discovered that it's the boy who was inside Mokchotra, yeah? And apparently he didn't know what was going on. Hast du gesagt, Mokchotra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Gerettet? Ha! Vor was? Ihren liebevollen Familien? Na dann viel Glück und Petri heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. Hast du gesagt, Mokchotra hat Mädchen gefressen? Did you say Mokchotra has been eating girls? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Are you sure he didn't save them? If you remember, Marek told him that he was saving those creatures. Remember, we played that minigame? Go back to the previous few videos and watch them again in context now that you know what happens later. They have a different meaning now. Gerettet? Ha! Saved? Ha! Vor was? Ihren liebevollen Familien? From what? Their loving families? Liebevoll is loving. Literally full of love. Liebevoll. Na dann, viel Glück und Petri heil, Carol. Well, good luck. Petri heil is just an exclamation you say in German to tell somebody, make a good catch, good fishing. Yeah, this is how you say, like, good luck catching a fish. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. A bad day fishing is better than the best day on the cloud. Fischen here is a verb that was converted to a noun. You can see it from the capitalized F. And you have dem before it, by dem fischen. Yeah, so she's talking about the act of fishing. And now it's your time to read, David. Hast du gesagt, Mokchotra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sich nicht gerettet hat? Gerettet? Ach, vor was? Irgend liebenvollen Familien? Ihren liebenvollen Familien. Na dann, viel Glück und Petri heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als ein bester Tag auf der Wolke. Vielen Dank, David. Ja. Ich will mit dem Bürgermeister reden. Ja, ich will mit dem Bürgermeister reden. Seid gegrüßt. Ich bin Shay von Lorona. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? Deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes?
Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. Ach, der Arme. Würgend. Dagegen. Seid gegrüßt, ich bin Shay von Laruna. Greetings, I'm Shay from Laruna. So this is obviously very formal. Seid gegrüßt. It sounds like it comes from a fairy tale. It's like be greeted. Yeah, and he's using seid because this is the old way to be formal. You use the plural. Ich bin Shay von Laruna. So it comes from the verb grüßen, to greet. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? That's strange, seltsam. That's strange. If I haven't traveled through space, das Weltall, space, und gereist ist the verb reisen, to travel. Warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? Why are you talking in the language of an alien? Der Außerirdische is an alien from outer space, not like an alien from a different country, because you can see the word literally outside of Earth. Hektische Pfeiftöne. Hectic whistling sounds. Hektisch is hektik. Deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes. Judging by your clothes, you must be the leader of this place. Notice how you say that. Deinen Kleidern nach zu urteilen. We are starting with the dative because of the nach, even though nach comes afterwards. So this is how you use the verb urteilen, in this case, to tell somebody judging by blah blah blah. Ja, urteilen. So deinen Kleidern, Kleidern takes an N because this is the plural of the dative. So if we judge based on your clothes, you must be the leader of this place. Der Anführer, leader. Also we have the genitive here, dieses Ortes, of this place. Geschmeichelte, pompöse Pfeiftöne. Flattered, pompous whistling tones. So he's showing his feelings through the whistling tones. Schmeicheln is to flatter. And pompous is pompous. So he's whistling in a way that makes him feel he's being flattered with all the compliments. Ich würde ja gerne noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. I'd love to chat more, but I'd have to go help my parents. Plaudern is to chat. And remember that helfen takes the dative. This is why he said meinen Eltern. So the plural always takes an N in the dative, and meinen because Eltern is plural. Traurige Pfeiftöne. So the boy wasn't able to help him. He became sad. The mayor became sad. Traurig. Sad. And now it's your turn to read, Christopher. Bitteschön. Jürgen. Seid gegrüßt. Ich bin Shay von Laruna. Pfeiftöne. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? Hektische Pfeiftöne. Deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes? Geschmeichelte, pompöse Pfeiftöne. Ich würde ja gerne noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. Traurige Pfeiftöne. Vielen Dank, Christopher. Ja.
Mit wem sollen wir jetzt sprechen? Wir gehen nach links. Dreckig, lausig, sadistisch. Ups. Wir reden mit dem Baum. Ich hab dich reden gehört. Du musst es nicht vor mir verstecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen, wo man doch viel lieber die Welt sehen würde. Nein, das allein regt mich noch lange nicht auf. Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fällen wollen. An einem Ort festzusitzen gehört schließlich zum Leben als Baum, Junge. Wem sollte das bitteschön nicht gefallen? Dreckig, lausig, sadistisch. Ups. Dirty, lousy, sadistic. Ups. Dreckig, dirty. Lousy, they all sound like English with a few different letters. Sadistisch, sadistic. Ich hab dich reden gehört. Du musst es nicht vor mir verstecken. I heard you talking. You don't have to hide it from me. In German, you hide something in front of somebody. Vor mir. Verstecken is to hide. Remember to pronounce the V like an F, ja? Verstecken. And because we have an ST, it's pronounced like st, ja, stecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Talking to people has never given me an advantage. Der Vorteil is an advantage. Gebracht is the past participle of bringen, ja? Seufzt. Mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen, wo man doch viel lieber die Welt sehen würde. Sigh, I can see why you're so upset. To be stuck in one place all your life when you'd much rather see the world. Mir ist klar is to me is clear. Ja? Sauer literally means sour, but when you're talking about people, it means mad or upset or pissed. That would be more accurate. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen is to be stuck, festsitzen. Literally to be sitting firmly. So I can see why you're so upset to be stuck in one place all your life when you'd much rather see the world. Nein, das allein regt mich noch lange nicht auf. Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fällen wollen. No, that alone does not upset me. That's what these murderous people who want to cut us down are for. Aufregen is to upset. You can see the two parts of the verb here. Regt auf. Sorgen, to take care of in this case. So this is what people take care of. Mörderisch is murderous. Also looks like English. Fällen is to cut down. It sounds like fall, yeah. So when you make something fall like a tree, you're cutting it down. An einem Ort festzusitzen gehört schließlich zum Leben als Baum, Junge. Being stuck in one place is part of being a tree after all, boy. Schließlich is in this case after all. Wem sollte das bitte schön nicht gefallen? Wouldn't like that, please. Yeah, I can relate to the tree. I like staying in the same place for a long time. And notice how you say here when somebody or something likes something. In German, when you say, das gefällt mir, this pleases me, as in, or this brings pleasure to me. This is why you start the question with wem, dative, as in to whom this does not bring pleasure, gefallen.
And now it's your turn to read, Susan. Würgen, dreckig, lausig, sadistisch. Ups. Ich habe dich reden gehört. Du musst es nicht vor mir verstecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusetzen, wo man doch viel lieber die Welt sehen würde. Nein, das allein regt mich nicht lange nicht auf. Dafür sorgen diese Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fehlen wollen. Fällen. Ja. An einem Ort festzusetzen gehört schließlich zum Leben als Baumjunge. Festzusitzen. Wem sollte das bitte schön nicht gefallen? Vielen Dank, Susan. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen. No worries, where I come from, I've seen much stranger things. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen als sprechende Bäume. Oh, ich bin also ein seltsames Ding, ein Verrückter. Willst du mich vielleicht deswegen fällen, was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten? Nein, das habe ich damit nie und nimmer gemeint. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen als sprechende Bäume. Don't worry, where I come from, I've seen stranger things than talking trees. Herkommen ist to come from. Like, woher kommst du? Ja, keine Sorge is another way to say, kein Problem. It's more informal, like saying, no worries. Don't worry about it, keine Sorge. Oh, ich bin also ein seltsames Ding, ein Verrückter? Oh, so I'm a weird thing, a crazy person. Der Verrückter is a crazy person. Willst du dann nicht vielleicht deswegen fällen, was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten? Is that why you want to cut me down, huh? And then probably process me into a chair? So this was here doesn't, even though it literally means what, it doesn't actually mean what. This is an informal way to say oder, right? Is that what you actually mean? Ja? Willst du mich vielleicht deswegen means because of that, fällen, cut me down, und mich dann wahrscheinlich, remember wahrscheinlich, means probably. That's like saying true, seem, ich. Ja? True is wahr, scheinen is to seem, ähnlich. Something that seems true is probable. Und der Stuhl is a chair. It could also mean stool, like the second image. Und verarbeiten is to process, or in this case maybe to convert, yeah, to convert into a chair. I'm going to keep it process because this is a more general meaning of verarbeiten. Nein, das habe ich damit nie und nimmer gemeint. No, that's not what I meant at all. Nie und nimmer. Nimmer is also like never. But it's just a double emphasis, ja, nie und nimmer. Never again, nimmer. And now it's your turn to read, David. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsame Dinge gesehen als sprechende Bäume. Yeah, be careful with the last two R's here, seltsamere, which means stranger things.
Oh, ich bin also ein seltsames Ding, ein Verrückter. Willst du mich vielleicht deswegen fehlen? Was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten. Yeah, hey, remember was doesn't mean what, so you shouldn't say it as was, because he's not actually asking. It's like saying was, yeah, as in oder. It should be in the same kind of tonality. Nein, das habe ich damit nie und nimmer gemeint. Vielen Dank, David. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Do all trees talk in this land? Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. I've never cut down a tree in my whole life. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. Ach ja? Und wie bist du dann an Holz gekommen? Wir haben nie Holz benutzt. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals gehört... Moment, woraus sind ihre Stricknadeln gemacht? Plastik. Okay. Glaube ich zumindest. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Do all trees in this country speak? In this case, I don't think he means country in this case, he just means land. But land can also mean country. Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid. Maybe you just take the time to talk to them before you cut them down, and then you'll know. Bescheid wissen is to know, is like let know, yeah? You can tell somebody, sag mir Bescheid means let me know. Ja, und die Zeit nehmen means to take time, just like in English. Fällst is another conjugation of fällen, to cut down. Yeah, nothing else is new here. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. I've never cut down a tree in my entire life. In my entire life, ganzen Leben. Again, we see a relative here with the M for neuter and an EN for adjectives. The adjectives in the dative are the easiest because they always take an EN unless the adjective ends with an E, then they just take an N. So basically, you will always see an EN at the end. Ach ja? Und wie bist du dann an Holz gekommen? Oh ja, and then how did you get wood? As in, how did you get your hands on wood? Ja, an etwas kommen means to get to something, to be able to get a hold of it. Wir haben nie Holz benutzt. We have never used wood. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. My mom just knitted everything necessary. Nötig is necessary. Und stricken is to knit. And here he hesitated because if you remember in the last video, he wasn't sure if that was his mother. Yeah. So this is why he took a pause here and then he says, my mother. He thought it was the computer. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals gehört. Oh, that's the most pleasant thing I've ever. He wants to say gehört. Angenehm is pleasant, and here again we have an adjective that's turned into a noun with a capital A, and the STE at the end is to say the most pleasant. Moment, worauf sind Ihre Stricknadeln gemacht? Moment, worauf sind Ihre Stricknadeln gemacht? Hold on, one moment. What are your her? In this case, from context, you know it's her, not there, even though technically it could be there. But we know he's talking about his mother. So what are her knitting needles made of? Die Stricknadel is a knitting needle. Plastik. Plastik. Glaube ich zumindest. At least I think so. He's not sure.
I mean, they're both bad for the environment. And now it's your turn to read, Christopher. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. Ach ja, und wie bist du dann an Holz gekommen? Wir haben nie Holz benutzt. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals Moment. Woraus sind Ihre Stricknadeln gemacht? Plastik? Glaube ich zumindest. Thanks for all the voice acting. It's a lot of fun, Christopher. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Do you know anything about the repair of spaceships? Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Nö, damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. Oh, cooles Wortspiel. Klar, Baumwitze sind die besten. Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Do you know anything about the repair of spaceships? Die Reparatur is feminine because it ends with ur. And Raumschiff, a Raum here has the sense of space, not room, yeah. So spaceship. Nö, damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. Nope, I have hardly little to do with it. There's a play on words here. Harz, if you remember, we took that word a few videos back. It means resin. Let me add it. If you're not sure what that is, I'll show you the picture. Das Harz, and it sounds like Herz. Yeah, so it's as if the tree said herzlich. Herzlich. Which means heartily, or in this case, it means sincerely or totally. Yeah, it could be used figuratively to mean totally. So I have totally little to do with it in this case. And that was the play on words. So herzlich, wenig zu tun. And the other joke is because the girl before, when we played with the girl, we took a lot of resin from the tree. So the tree has less resin now. So this is why the tree has less resin. Wenig Harz. Oh, cooles Wortspiel. Ah, cool, play on words. Das Wortspiel, play on words. And cooles takes in ES, because Wortspiel ist nur. Klar, Baumwitze sind die besten. Sure, 3 jokes are the best. Remember, whenever you have a plural and you have an adjective after die, der, die, das, yeah, the adjective takes an N. This is why it's underlined here. To help you notice it. Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Did you perhaps see a crazy girl in tattered clothes? Verrückt, crazy. Zerfetzt is from the verb zerfetzen, to shred or rip to pieces. Die Klamotte is clothes, is mostly used in plural, die Klamotten. Stöhnt, groans. Bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Groans, please don't mention that insane, cheeky little madam. That's a polite way of putting it. Yeah. So cheeky little madam is die Göre, but you can also think of it as brat.
Yeah, let's keep it as cheeky little madam because it sounds funnier. Die Gura. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. It makes me sick to think of how she made me sick. Ha, ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Ah, I think I need to split off quickly. Abspalten means to split off, and the joke here is that the tree could be split off because it's talking. Yeah, it's technically split off, and he's talking figuratively as in he wants to leave. And now it's your turn to read, Susan. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Yeah, be careful with über. Stretch your tongue forward. Über. Nope. Damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. So this is how they say no in northern Germany. No. Yeah, this is not the same standard. This is obviously not the standard way to say no, which is nein. So if you say it, you are assumed. People assume that you're from the north. How about there's another word I heard, nie, N-E-E, that I think I Nee, use? nee. Nie. Also Nee. very informal, yeah. Okay. Oh, cooles Wortspiel. Klar, Baumwitze sind die besten. Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in besten Klamotten gesehen? Verrücktes. Verrücktes. You're still sounding it like a V. It's a F. Ver, Verrücktes. verrücktes. Ja. Bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Wahnsinniger. You make the A longer because there's an H after it. Wahnsinnige. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. Ha, ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Vielen Dank, Susan. Warum hat sie dich krank gemacht? Why did it make you sick? Did she make you sick? Why did she make you sick? Warum hat sie dich krank gemacht? Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. Oh, verflucht seien meine wertvollen Flüssigkeiten und ihre härtenden Eigenschaften. Ha, ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein, aber keine Sorge, Baumwitze sind ziemlich schwer. Ha, ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Ah, I think I need to split off quickly. Warum hat sie dich krank gemacht? Why did she make you sick? Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. She wanted my juice. I could see her collecting it in a bucket. Yeah, so he means the resin here. Even though Saft literally means juice, but they're trying to make some kind of dirty joke here, if you get what he actually is implying. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. Eimer. Der Eimer is a bucket. I changed the color of the photo to make it blue to help you remember that Eimer is masculine. Sammeln is to collect. I could see her collecting it in a bucket. Oh, verflucht seien meine wertvollen Flüssigkeiten und ihre härtenden Eigenschaften. Oh, curse my precious liquids and their hardening properties. Sein here is in the subjunctive mood because it's not like he's not saying how things actually are, it's just like a wish. Verflucht is cursed. Wertvoll is valuable. Literally full of worthiness, of worth. Die Flüssigkeit is
liquid. Flüssigkeit is feminine because it ends with keit. Und Eigenschaft is feminine because it ends with schaft. These are some of the most common endings that are super consistent. Always remember them. Kite and schaft are always feminine. Oh, curse my precious liquids and their hardening properties. He's talking about the resin again. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein, aber keine Sorge. Baumwitze sind ziemlich schwer. The answer should really be banana, but don't worry, 3 jokes are pretty hard. I actually also didn't get the joke. Yeah, let's just keep it at that. If anybody has an explanation for this joke, we can talk about it later on Discord. And now it's your turn to read, David. Ach, ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. This is a separable verb, so make sure to say ab emphasized, abspalten. Warum hat sie dich krank gemacht? Open your mouth an die A hat sie dich krank gemacht. Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. There's no umlaut here, so it should be konnte. Oh, verflucht seien meine verwollenen Flüssigkeiten und ihre hartenden Eigenschaften. Wertvollen, so wie NNF, wertvollen Eigenschaften. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein, aber keine Sorge, Baumwitze sind ziemlich schwer. Ja. Here also make sure to open your mouth on the A, Antwort. Ja, vielen Dank, David. This is our game for today. Now we're gonna go to the exercises to help you remember these words. So send me your answers to this very simple exercise. I'm sure most of you already know it by now. Send me just the numbers in the chat, or if you're with me on Zoom, just tell me what the word is. Kennenlernen, to get to know. Kennenlernen, to get to know. Der Geruch, the smell. Der Geruch, the smell. So make sure you pronounce the CH like a ch sound. How about in chat says 10:13, 10:13, der Strand, the beach, sehr gut. Susan in chat says 9:15, 9:15, krachen, to crash. Hamad in chat says 6:18, 6:18. Die Pause, the break. Susan in chat says 6:18, 6, oh, same one. Kimberly in chat says 8:14, 8:14, gönnen. Treat oneself to something. Widerlich, disgusting. Widerlich. Disgusting. Susan in chat says 7:19, 7:19, der Zutritt, the entry. Und Susan says 3:11, erhalten, to receive. Und die Freude, the pleasure. Sehr gut. Same exercise now with short sentences. Was machst du? What are you doing? Gute Frage. What are you doing? Ich mag dich nicht mehr. I don't like you anymore. Ich mag dich nicht mehr. I don't like you anymore. Das kann ich nachvollziehen. I can understand that. Das kann ich nachvollziehen. I can understand that. Hamad in chat says 5:12, 5:12.
Ich bestehe drauf. Nein, das war falsch. Haben wir den Satz 418, 418. Wem sollte das bitte schön nicht gefallen? Who wouldn't like that, please? Keiner meiner Kollegen steht zu mir. Und none of my colleagues stands by me. Keine meiner Kollegen steht zu mir. None of my colleagues stand by me. Baumwitze sind die besten. Tree jokes are the best. Baumwitze sind die besten. Tree jokes are the best. Wir haben nie Holz benutzt. We never used wood. Wir haben nie Holz benutzt. We never used wood. Haben wir den Verstehe, Satz 10, 12. Und das wird das erste und letzte Mal sein. And this will be the first and last time. Yes, Susan, ich bestehe drauf. I insist. I insist. Ich will das aber nicht. But I don't want that. Fill in the blanks. Gönne mir eine Pause von meiner Familie und diese etwas Wolke, auf der wir leben. Verdammte. Verdammten. Verdammten. Ja, verdammten Wolke. Verdammten with an N because we have the dative from von, ja. Ha, ich glaube, ich muss mich mal schnell Abspotten. abspalten. I think I need to split off quickly for a bit. Sprechen alle Bäume in diesem Land. Land? Do all trees in this country speak or land speak? Hast du das große Ding gesehen, dass da auf dem Strand etwas ist? Gekrackt. Ja, sehr gut. Gekracht ist. Also crashed. Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen Gefrisst. frisst. Ja, sehr gut. I guess now we don't have to worry about this thing showing up and eating our girls. Flashcards. How do you say to crash in German? We saw it today. Krachen. Kraken. Krachen, yeah. Obviously, this is only one way. You can say also abstürzen. The pleasure. Die Freude. Die Freude, ja. To receive. Erhalten. Erhalten. Ob wir den Erhalten. Verb ansehen. Ja. Kennengelernt. To get to know is kennenlernen without a G. Ah. The entry. Der Zutritt. Der Zutritt. Make sure to pronounce it with a D sound. Zutritt. Like cats. Das Gerücht. Das Geruch. There is no Umlaut. Geruch. Ja, Geruch. Der. Sorry, ja, der Geruch. Geruch. Oh, Entschuldigung. I just repeated what you said and focused on this part. I said it so wrong. You're like, man, I forgot the gender. Yeah. You knocked me out with your wrongness. Der Geruch. Ja, Geruch. To treat oneself to something. Gönnen. Gönnen. Und was ist das? Sehr schön. Der Strand. Der Der Strand. Strand oder Wasser. Widerlich. Widerlich. Pause. Die Pause. Die Pause. Alright, ordering of words. What's the first word in the sentence? Es. Es Ist mir.
ist mir eine Freude, eine Freude, dich kennenzulernen. dich kennenzulernen. Carol. Lost. Ja. It's a pleasure to meet you, Carol. Das ist sehr lang. Ja. Hast du ein vielleicht hast du ein verrücktes Mädchen in schwarzen Klamotten vielleicht gesehen? Let me help you with Has- vielleicht is here. Okay. Hast du vielleicht ein Hast du vielleicht ein, ja? Mädchen in schwarzen Klamotten gesehen? Ja, hast du vielleicht ein verrücktes gut. Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Did you perhaps see a crazy girl in tattered clothes? Hast du auf einer Wolke gelebt? Hast du auf einer Wolke gelebt? Have you been living on a cloud? Wem bitte? Sollte. Wem sollte? Das Bitte nicht schon gefallen? You're close. Nicht schon gefallen. Schön Bitte, gefallen? bitte schön. Ah, Oh, Ja, bitte das schön. bitteschön. Ja, Äh, like was the keeping us first word separate. you Wem learned. sollte das bitte schon nicht gefallen? Ja. Nein. Ähm, Ja. No. irgendein Dummkopf hat in alle Haken in der Stadt geklaut. Sehr gut. No, some fool stole all the hooks in the city. And that was our game for today. Thanks for watching. Remember to like this video. And if you still have any questions, ask them in the comments below.